Ich glaube, Philipp hatte nie vor, Nicola zu verlassen. Aber das glaube ich ihm nicht. Ich glaube, er will mich umbringen. Sie hat mich angeguckt, geseufzt und gesagt, dass die forensischen Untersuchungen ergeben haben, dass es Selbstmord war. Dann ist es vorbei. Ich denke oft, dass die Welt auseinanderbrechen würde, wenn wir nicht so viel Vertrauen ineinander hätten. Aber sie hält. Denn wir vertrauen dem Architekten, der unser Haus entwirft, dem Piloten, dem Taxifahrer. Wir vertrauen denen, die uns am nächsten stehen, unsere Geheimnisse an und hoffen, dass sie dort gut aufgehoben sind. Meistens werden wir nicht enttäuscht. Soll ich das Wunder nennen? Oder ist das ein Gesetz? Nicola von Lahnstein? Ist ein Feuer ausgebrochen? Ja. Herr zu Hohenfelden, im Fall Antonia Weber hat der zuständige Richter dringenden Tatverdacht festgestellt. Wie Sie wissen, geht es um Mord. Wenn Sie sich bitte etwas anziehen würden. Stellt die Bude auf den Kopf, aber macht nichts schmutzig und... Das ist Privateigentum. Ich denke nicht, dass Sie hierfür einen Beschluss haben. Lass sie, Nicola. Sie machen nur ihren Job. Diese ganze Aktion ist doch total absurd. Die Ermittlungen sind eingestellt. Warum fängt das jetzt wieder von vorne an? Eingestellt? Wir fangen gerade erst an. Aber du hast doch gesagt... Später, Nicola, bitte. Das hat jetzt doch keinen Sinn. Ja, das denke ich auch. Darf ich? Aber laufen Sie nicht zu weit weg, ja? Nicola! Nicola! Hör mir zu, bitte! Du hast Antonias Tagebuch nicht der Polizei gegeben. Du hast mir wieder mitten ins Gesicht gelogen. Nicola! Was denn? Du hast gesagt, das Ermittlungsverfahren sei eingestellt worden. Und dann steht die Polizei mitten bei uns im Schlafzimmer? Ich hatte gehofft, wenn ich das Tagebuch behalte, bin ich aus der Schusslinie und Sie lassen uns endlich in Ruhe. Wo ist es? Das Tagebuch. Je weniger du weißt, desto besser. Du hast schon genug mit mir durchgemacht. Ich will dich da nicht noch weiter mit reinziehen. Philipp, das da drin, das ist die Polizei. Und sie merkt, dass du mehr weißt, als du sagst. Das ist ihr verdammter Job, okay? Sie werden immer weiter bohren. Sie werden Fragen stellen, immer und immer wieder, auch mir. Und dann, was machen wir dann? Sollen wir immer weiter lügen? Wie stellst du dir das vor? Verdammt, Nicola. Die Polizei wird das, was im Tagebuch steht, doch total falsch einordnen. Antonia hat sich irgendwelche Bedrohungsszenarien aus den Fingern gesogen, die nicht einmal stattgefunden haben. Das weißt du auch. Es geht doch nicht darum, was ich weiß. Es geht darum, was die denken. Begreif das endlich. Und wenn sie das Tagebuch haben, was denken sie dann? Wie soll ich denn beweisen, dass Antonia gelogen hat? Die Polizei hat doch keine Ahnung, wie krank sie war. Ich hatte Angst, verdammt, dass sie mich zu Unrecht verdächtigen. Ich weiß. Das verstehe ich auch. Aber du hältst Beweismittel zurück und das macht dich nun mal verdächtig. In den Augen der Polizei oder in deinen? In meinen ist unsere Beziehung einfach nicht mehr das, was sie mal war.
Gräfin, ich wollte... Wo ist das? Oh, die Bahamas. Zur Vorbereitung auf Ihre Hochzeitsreise. Dankeschön, das habe ich schon gesucht. Justus, sagen Sie, haben Sie heute Nacht etwas gehört? Irgendein Geräusch? Ja, ein Wind ist aufgekommen. Ansonsten, ich fürchte, nein. Ja, gut. Oh Gott. Mein Gott, Justus. Ich bin untröstlich, Gräfin. So etwas ist mir in meiner ganzen Laufbahn noch nicht vorgekommen. Eine bessere Premiere hätten Sie sich gar nicht aussuchen können, Justus. Champagner am Vormittag. Ja, wir sind in den Flitterwochen. In Nassau ist es bereits nach Mitternacht. Ja? Chin, chin. Schön. Außerdem ist es gut für den Kreislauf. Na, den Rat hast du bestimmt von Charlie. Nein, von Dr. Ogami. Der japanische Pferdearzt? Also nichts gegen seine japanische Heilkunst. Für den alten Samurai bin ich ein offenes Buch, schon wenn er mir die Hand schüttelt. Was hat er dir denn geraten? Du sollst deine Ernährung umstellen, du sollst ein bisschen mehr Sport treiben. Nein, ich soll täglich mit einer wunderschönen Frau Champagner trinken. Deshalb habe ich sie doch geheiratet. Was ist das? Oh mein Gott, Ludwig. Maria. Mutter! Du willst doch dein Engelchen nicht aufwecken. Nochmal, was machst du hier? Ich würde dir nie was tun, Ansgar. Du bist doch der Einzige, der mir geblieben ist. Die Schere. Nochmal, was tust du hier? Es ist soweit. Du musst dich entscheiden, auf welcher Seite du stehst. StPO. Voraussetzung für eine Durchsuchung beim Verdächtigen sind zureichende Anhaltspunkte, dass eine bestimmte Straftat verübt wurde. Und die Vermutung besteht, dass durch die Durchsuchung der Anfangsverdacht im Nachhinein begründet wird. Zeig mal den Durchsuchungsbeschluss. Wie geht's jetzt weiter? Der Anfangsverdacht besteht darin, dass du bei Antonia Weber warst, als sie gestorben ist. Nein, verdammt! Sie war bereits tot, als ich sie gefunden habe. Die 2 Gläser, die man am Tatort gefunden hat, deuten aber darauf hin, dass sie zum Zeitpunkt des Todes nicht allein war. Und die Obduktion hat ergeben, dass sie vergiftet wurde. Nicht von mir. Genau das will man dir nachweisen. Man kann den Durchsuchungsbeschluss natürlich auch im Nachhinein anfechten. Und was soll das bringen? Wir würden Zeit gewinnen. Also nur für den Fall, dass du wirklich etwas zu verbergen hättest. Keine Angst, sieh es einfach als eine Art Planspiel. Dann nehmen wir mal an, die finden tatsächlich was. Zum Beispiel. Reines Planspiel. Deine Worte. Okay, aber sollte das, was sie finden, dich weiter belasten, hieße das zunächst einmal U-Haft. Gut, über einen eventuell folgenden Prozess oder dessen Ausgang wäre damit noch gar nichts gesagt. Es sei denn, das Beweisstück würde wirklich etwas beweisen. Verstehe. Danke, Sebastian. Wie habe ich das einzuordnen? Habe ich ein Mandat? In einem Planspiel braucht man keinen Anwalt. Philipp? Sie ist tot. Antonia ist tot. Es war nicht abgeschlossen. Hier ist heute Tag der offenen Tür. Ich wollte mal nach dir sehen und dich fragen,
was du dazu sagst. Und wie hat Philipp auf diese Durchsuchung reagiert? Kennst du diese russischen Holzpuppen? Wo immer noch eine Puppe in der Puppe steckt? Hinter jedem Gesicht kommt ein neues zum Vorschein. Antonias Tagebuch. Er hat es noch. Aber er hat doch gesagt, er hat es der Polizei gegeben. Nico, wo ist das Tagebuch jetzt? Keine Ahnung, darum geht's auch nicht. Aber er hält weiterhin Beweismaterial zurück. Das heißt noch lange nicht, dass er schuldig ist. Als dir damals vorgeworfen wurde, dass du Jessica vergewaltigt hast, da wusste ich sofort, dass du so etwas nie tun würdest. Ich habe nicht eine Sekunde an dir gezweifelt. Aber du zweifelst jetzt an Philipp. Reiche Frauen anmachen, sie dann abziehen. Was ist denn das für eine Scheiße? Dieser Typ ist eine einzige Lüge. Hör auf! Liebe macht blind. Das weiß ich. Und das weißt du auch. Ein Nummernkonto in der Schweiz? Mutter, was soll das? Das weißt du ganz genau, mein Junge. Ansgar, bitte ruf die Polizei. So, Liebling, ich habe alles im Griff, okay? Ich fürchte, dein Plan wird nicht aufgehen. Welcher Plan, Mutter? Mich zu entmündigen und wie eine Irre abzuschieben, um an mein Vermögen zu kommen. Weißt du, ich war nicht untätig in den letzten Tagen. Es gibt da einen wunderbaren Knabenchor in Canterbury. Mit meiner großzügigen Spende wäre die Existenz des dazugehörigen Internats auf Jahrhunderte gesichert. Canterbury. Ansgar, bitte, deine Mutter braucht Hilfe. Dein Englisch nicht recht? Ich brauche deine Hilfe. So, wobei denn? Gott, Maria, was hast du gemacht? Ludwig gehört zu mir. Elisabeth hat hier keinen Platz. Das weiß Ansgar ebenso gut wie ich. Liebling, hast du vielleicht eine Minute? Ich würde gern mal mit dir reden. Familie. Maria wollte das Schloss anzünden, sitzt nachts mit einer Schere neben uns auf dem Bett und jetzt will sie auch noch, dass du Elisabeth für sie aus dem Weg räumst. Elisabeth wird natürlich nichts passieren, leider. Ich kann aber andererseits auch nicht zulassen, dass diese Chorknaben in Canterbury sich auf meine Kosten ein schönes Leben machen. Ansgar, das Kind hier in meinem Bauch, das ist deins. Und Maria tut mir leid, aber sie ist auch gefährlich. Willst du uns hier alle in Gefahr bringen? Ist es das wirklich wert? Natürlich nicht. Komm her. Schiller fährt dich jetzt nach Hause. Und ich rufe die Polizei, versprochen. Ich weiß, es ist nicht leicht für dich. Hey, das Wichtigste für mich ist im Moment, dass du dich nicht weiter aufregst. Ich rufe dich an, wenn alles vorbei ist. Okay. Morgen, Ansgar. Morgen. Wozu die Eskorte? Es gibt Grund zu der Annahme, dass sich Maria auf dem Schlossgelände befindet. Nein, wirklich? Ja, die Herren sind so nett und werden in der Nähe bleiben. Aber warum sollte Maria denn zurückkommen? Weil sie uns hasst. Weil sie mich hasst. That you can call him heartache. Yes, you can call him that. You can Es tut mir leid. call him heartache. You'll never take it back. Woran denkst du? Und früher? Enrique. Wir waren vor Ewigkeiten befreundet. Wir hatten diesen Stein. Wir haben ihn unten am Fluss gefunden beim Spielen. Und haben uns vorgestellt, es sei ein Diamant. Wir konnten uns nicht entscheiden, wer ihn zuerst gefunden hat. Also haben wir beschlossen, dass er uns beiden gehört. Aber eigentlich wollte ich ihn lieber für mich. Und was ist dann passiert? Ich habe eines Tages behauptet, ich hätte ihn verloren. Aber sie hat mir nicht geglaubt. Aber nachdem ich einmal angefangen hatte, sie zu belügen,
konnte ich nicht mehr zurück. Und der Stein hatte sofort seinen Zauber verloren. Ich habe ihn nie wieder angefasst. Und unsere Freundschaft war nie wieder so wie früher. Es gibt nur einen klitzekleinen Unterschied zwischen dir und mir. Du hast den Stein wirklich genommen. Aber ich habe Antonia nicht ermordet. Darum geht's doch gar nicht. Hier drin. Ich habe dir blind vertraut, die ganze Zeit. Aber plötzlich lässt mein Kopf Gedanken zu, die ich einfach nicht aushalten kann. Ich schließe die Augen und sehe dich in diesem Hotelzimmer über Antonias Leiche gebeugt und kriege diese Bilder einfach nicht mehr aus meinem Kopf, weil diese Verbindung zwischen uns abgerissen ist. Wahrscheinlich ist es genau das, was Antonia wollte. Unser Glück zerstören. Hast du sie umgebracht? Glaubst du das? Verstehe. Was ist das? Eine Vollmacht für deine Schweizer Konten. Das unterschreibe ich erst, wenn Elisabeth tot ist. Mutter, bitte. Ludwig und Elisabeth haben bereits die Polizei gerufen. Die Polizei ist auf Königsbrunn? Ja, aber noch weiß niemand, dass du wirklich hier bist. Hör zu, ich werde dir helfen. Ich bringe dich an einen sicheren Ort, aber du musst mir erst dein Geld überschreiben. Mutter, ich verspreche dir, ich werde jeden einzelnen Cent dazu einsetzen, Ludwig und Elisabeth das Leben zur Hölle zu machen. Die Hölle ist zu gut für sie. Siehst du diese Hände? Ja? Findest du sie schön? Ja, natürlich. Warum? Das sind deine Hände. Das sind die Hände meiner Mutter. Die nie für mich da waren, als ich ein kleiner Junge war. Sieht ganz so aus, als wäre bei der Hausdurchsuchung nichts Relevantes zutage getreten. Ich habe dir kein Mandat erteilt. Ich habe 2, 3 Anrufe gemacht, ein paar Kontakte spielen lassen. Keine große Sache. Na, wie es scheint, bist du erst mal raus. Nein, bin ich nicht. Justus, ich brauche einen Boten. Sehr gerne, Durchlaucht. Du wirst mir das schreiben. Ja, sicher. Maria die Balken. Ich danke dir, Ansgar. Dafür, dass ich für einen Augenblick deine Mutter sein durfte.
Alles in Ordnung? Bist du ja. Du hast heute Morgen etwas zu mir gesagt, dass du etwas Falsches getan hast, weil du Angst hattest, mich zu verlieren. Nikolai. Ich habe auch etwas Falsches getan. Aus demselben Grund. Weil ich Angst hatte. Ich hatte wahnsinnige Angst, dass du jemand bist, den ich nicht kenne. Ich habe den Ring gefunden. Willst du mir sagen, was er bedeutet? Das ist im Moment nicht wichtig. Und wenn es für mich wichtig ist? Hör zu, du hattest recht. Es gibt keine Zukunft für uns, solange Antonia nicht ein für alle Mal aus unserem Leben verschwunden ist. Und deshalb habe ich eine Entscheidung getroffen. Was für eine Entscheidung? Philipp zu Hohenfelden, ich verhafte Sie aufgrund des dringenden Verdachtes, Antonia Weber ermordet zu haben. Ich habe Ihnen das Tagebuch zukommen lassen, anonym. Du brauchst keine Angst zu haben, dass sie dich belangen können, weil sie davon gewusst hast. Warte mal, bevor die Presse davon Wind bekommt. Ich denke, das ist in ihrem Sinne. Manchmal reicht es nicht, dass man dem Richtigen vertraut. Oder den Richtigen liebt. Denn was nützt uns das alles, wenn man uns nicht lieben lässt? Wenn auseinandergerissen wird, was zusammengehört. Habe ich jetzt ein Mandat? Sieht ganz so aus. Ich werde nicht aufgeben, sondern um uns kämpfen. Ja. Meine Antwort ist ja. Ich weiß, dass ich diesen Kampf gewinnen werde.